Ja, willkommen zurück zu The First Tree. Ich schätze, das hier ist der Frühling. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber macht ja Sinn nach dem Winter. Ah, komm schon, Fuchs. Achso. Ja, komm. Okay. Okay. Vielleicht muss ich auch von der anderen Seite hier hin. Ich weiß es ja nicht. Fliegen da eigentlich Vögel oder Schmetterlinge? Schmetterlinge. Auch schön. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Nee, das noch nicht. Ein bisschen Feuerwerk. Oh. Oh. Ja, das war doof. Ich dachte, die wären fester verbunden. Oh, schon wieder so einer. Ja. Ich glaube, ein Sternchen pro Areal können wir uns erlauben, dass wir nicht einsammeln. Ich weiß ja auch noch gar nicht, wofür die gut sind. So, aber Pink ist neu. Oh. Was tut ihr denn jetzt? Okay, ich habe jetzt 3 Schmetterlinge. Ah, ich glaube, ich ahne schon was. Die tragen mich da bestimmt gleich hoch. Probieren wir mal. He was working another late night, and my friends were over, saying how bored they were and how they had come all the way out to my house for nothing. One of them mentioned how that old, ugly beyond belief truck was still in the garage, and how we should take it for a spin. I was only 15, so I kind of fought it for a while. The next thing I knew, we were careening around the mountain path, rocks spitting onto the sides of the cliff, while my dad's cringe-worthy bluegrass blared out the speakers. I drove while my friends were in the back of that yellow and purple truck, throwing beer bottles and trash at anything remotely interesting. Felt like I was soaring in the air with borrowed wings. But all good things have endings. A cop outside of Eagle River pulled us over after he saw us in a bottle rocket into someone's yard. What followed was a long night of talking to disappointed adults and feeling smaller than ever. Ja, aber ich glaube, ja, klar, Disappointed Adults, natürlich waren sie das. Wartet mal, bevor wir dahin gehen. Aber es gehört ja auch irgendwie dazu. Also ich meine, ich habe echt nicht viel angestellt als Teenie. Ich glaube, meine Schwester war da eher prädestiniert für. Aber so ein Stück weit, also unsere Eltern waren sicherlich als Jugendliche auch keine Heiligen, wenn ich das jetzt einfach mal so behaupten darf.
So, hier Butterflies. Helft ihr mir ein bisschen, dass ich hier den Hohn noch kriege? Oder wofür seid ihr gut? Moin. Tatsache. Cool. Ich könnte euch wahrscheinlich da oben links auch nochmal gebrauchen. Achso, okay, sobald ich einmal springe, bin ich sie los. Ich könnte damit jetzt auch wieder ganz an den Anfang laufen und den einen Hohn noch besorgen. How do you work? Ich gucke erstmal, ob ich auch anders hinkomme. Aber sieht schlecht aus. Ach, scheiße. Man springt dann so automatisch. Das ist nicht leicht. Butterfly Power. Ja, fein. Oh nein! Knapp, knapp, knapp. Oh, das war ein Bug. Nee. Ah, yes. Ist ja fast ein kleines Jump'n'Run. Na, das nenne ich mal einen Wasserfall. Geysire, Vulkane, meine Güte. Ein sehr vielfältiger Wald. Zack. Ich weiß ja noch nicht, wofür ich die brauche, aber mal gucken. Ah, so close. Hallo. Ja, wusstet ihr das denn noch nicht, dass 3 Schmetterlinge einen Fuchs hochheben können? Sie müssen nur ganz fest daran glauben. Ach, come on. 1 Millimeter ist das. Diesmal wollte ich den 1 Millimeter ausnutzen. Ja, ich komme einfach nicht dran.
Einen mache ich noch. Und wenn nicht, dann haben wir ihn halt einfach nicht. Gucken wir mal weiter. Da hinten leuchtet doch schon was Größeres. Da oben steht ein... Ja, der Truck wahrscheinlich. After he drove me home from the police station, I blew up at him, saying how I never wanted to be like him, how I was going to be someone and leave that hick icebox for good. He just looked forward at the road with tired eyes. I took out that bluegrass tape from the cassette deck and chucked it out the window. In my sage teenage wisdom, I thought I had proved the ultimate point. But my dad had a different idea. He slammed the brakes, slowly bowed his head while gripping the steering wheel, and finally looked at me. All he said, like it was a polite request, was, "Make this right." I sat there in silence, fuming, but I eventually got out and combed every square inch of the woods, muttering profanity after profanity. I found it 30 minutes later, near a small waterfall off the road. I went back to the truck, put the wet tape back in, and sure enough it worked. We didn't speak another word to each other the rest of the night. Wow, I knew you were a crazy teenager, but... It's hard to believe, isn't it? It surprises me too. It's like I didn't really know who that kid was back then. I bet my dad thought the same thing over and over. It's almost like he was saying, "Make this right," to himself, more than to me. Tja, Teenagerjahre. Deshalb halten sie ja auch nicht ewig an. Ich möchte bitte hier links hoch. Ich weiß noch nicht wie. Tja, von hier komme ich da glaube ich nicht hoch zu dem Auto. Nee, ich häng fest rum. Boah. Hypersprungkraft. Aber wofür nutze ich die jetzt? Kann man noch da links hoch? Ich weiß es nicht. Für da hinten wahrscheinlich einfach. Ich darf nur nicht aus Versehen mal springen. Wenn ich so die ganzen Schulunterlagen sehe, kriege ich ja auch doch wieder Lust, mal Life is Strange zu spielen. Aber ich kenne die Geschichte halt eigentlich schon. Ich habe es selber noch nicht durchgespielt, aber ich habe es halt bei Simon angeschaut. Mal 3, okay. Dann holen wir die anderen auch noch. Schade, ich wäre gern da hinten noch zu dem Truck auf dem Felsen gegangen.
Ja, hoffentlich klappt der Sprung, weil wenn ich jetzt immer wieder alle 3 einsammeln muss, wird das ein bisschen nervig. Oh. Aber wie komme ich denn hier hoch? Ohne zu springen. Oh, sind jetzt alle weg, wenn ich... Nee. Oh, es geht. Aber ich glaube, es ist eigentlich nicht so gedacht. My friends would laugh about that night and talk about how crazy it was. And I laughed along, pretending it didn't bother me. But it did. I imagined my friends growing old in the bush and able to find that thrill in those godforsaken ice fields. It's like those mountains were a literal wall, keeping me from leaving, where all I would have to look forward to are lumber yards and evening beers. I had to climb over. That was my only goal for a long time. Oh, ich habe so Angst, ob's klappt. Ja! Wow. Ja, ihr Lieben. Das gibt's morgen, schätze ich. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Seid auch morgen wieder mit dabei bei The First Tree. Schreibt noch was Nettes und dann sehen wir uns. Macht's gut.